So, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen PC Building Simulator Tutorial. Ihr habt euch ja über so lange Zeit mittlerweile schon von mir gewünscht, dass ich doch mal ein Tutorial dazu machen soll, wie man Mods installiert, weil wir selbst auch ja schon im Let's Play das ein oder andere Mal ein paar Sachen mit Mods ausprobiert haben. Ich habe mich da eigentlich immer so ein bisschen quergestellt, weil die Sache bei Mods und PC Building Simulator immer ist, dass die sehr schnell outdated sind und dann oft lieber eine neue Mod rauskommt, als dass eine alte geupdatet wird, weswegen eben so ein Tutorial wie das heute relativ schwierig zu machen ist, weil man nie weiß, in welche Richtung sich die Mods entwickeln und ob zukünftige Mods sich nochmal ähnlich installieren lassen wie eben heutige. Ich versuche aber genau aus dem Grund mal ein paar verschiedene Mods eben auszuprobieren und hoffentlich relativ viel davon abzudecken, wie eben Mods installiert werden können auf die verschiedenen Art und Weisen. Kann natürlich immer noch sein, dass irgendwelche Sachen in Zukunft sich letztendlich in die Richtung noch ändern. Ich hoffe aber einfach mal, dass ich den größten Teil damit heute einfach dann abdecke und ich würde sagen, wir starten natürlich einfach direkt schon mal rein. Bevor wir allerdings loslegen, natürlich nochmal ein paar kleine Regeln, die auf jeden Fall immer gelten sollten, wenn ihr selbst Mods installiert. Zum einen macht auf jeden Fall ein Backup eures Save Games oder eures gesamten Spiels. Beides könnte es euch natürlich immer zerschießen mit Mods. Gerade wenn ihr irgendwas am Save Game da ändert, könnte euer Spiel sonst im Nachhinein kaputt sein. Das heißt, legt immer ein Save Game an, was ihr irgendwo anders ablegt als eben im normalen PC Building Simulator Ordner. Außerdem auch ganz wichtig, bei Mods gilt natürlich immer ein bisschen erhöhte Vorsicht. Theoretisch könnte es immer sein, dass irgendjemand irgendwas mit den Dateien gemacht hat. Sprich, passt auf, was ihr downloadet, wenn irgendwas euch sehr, sehr komisch vorkommt. Vielleicht nochmal zweimal drüber nachdenken, ob ihr es tatsächlich downloaden würdet. Hier in PC Building Simulator ist eine Mod relativ simpel aufgebaut. Da könnt ihr eigentlich euch meistens sicher sein, dass da nichts dran shady ist. Allerdings kann ich da natürlich auch nicht hundertprozentig für garantieren. Und deswegen an der Stelle Disclaimer, Mods installieren auf eure eigene Verantwortung. Ich bin nicht daran schuld, wenn ihr euch irgendeinen Müll downloadet. Die wichtigste Sache bei Mods ist natürlich direkt, wo kriege ich meine Mods her? Das ist eigentlich erstmal ganz simpel. Wir befinden uns hier auf Nexus Mods, eigentlich der Seite für Modding von Spielen, die eben nicht direkt über Steam zum Beispiel modbar sind. Hier findet ihr im Grunde immer den größten Teil aller Mods, die es eben zu spielen gibt. So eben auch bei PC Building Simulator. Und ich würde sagen, wir gehen hier einfach direkt schon mal auf die Suche nach PC Building Simulator an sich. So, hier sind wir auch schon auf der Übersichtsseite, sehen hier PC Building Simulator. Da können wir natürlich direkt drauf gehen und sehen hier die Mods, die letzte Zeit so rausgekommen sind. Das ist natürlich erstmal grundsätzlich ziemlich nice. Trotzdem gehen wir hier auf Latest und bekommen dann alle letzten Mods der letzten Zeit eben angezeigt. Absteigend eben danach, wann sie rausgekommen sind. Hier eben die neuesten Sachen. Und hier geht es dann immer weiter. Ihr werdet sehen, dass es immer so ein bisschen ein paar Themes gibt an Mods. Zum Beispiel gibt es oftmals dann tatsächlich solche Mods wie hier eine Save-File, bei der man eben alles Mögliche haben kann. Das hier ist jetzt für die IT-Expansion. Hier ist das Ganze nochmal fürs normale Spiel. Das findet ihr immer wieder, weil die Sachen eben geupdatet werden müssen. Außerdem hier aktuelle Hardware, die tatsächlich existiert, aber noch nicht eben im Spiel eingebaut ist, die dann von der Community hinzugefügt wird. Auch manchmal alte Hardware, die hinzugefügt wurde. Und das gibt es auch immer wieder. Einfach nur Späße von Hardware, die tatsächlich noch nicht existiert. Hier eine RTX 5090 Ti oder eine AMD Radeon 7900 XT. Auch das gibt es immer wieder. Sonst gibt es auch noch Sachen wie hier, zum Beispiel die Vintage Expansion Mod, die eben alte Hardware, also wirklich sehr, sehr alte Hardware hinzufügt. Ganz einfach, damit man damit so ein bisschen rumexperimentieren kann. Und das sind auch so im Grunde schon die Hauptgruppen an Mods, die wir durchgehen werden. Sonst gibt es tatsächlich auch des Öfteren noch Mods, die entweder Sachen zusammenfassen oder tatsächlich auch extra hier Programme, die geschrieben sind, damit man selbst Teile hinzufügen kann im Spiel. Das Ganze ist aber komplizierter und ich gehe davon aus, dass jeder, der sich mit sowas tatsächlich auseinandersetzen will, sich auch das Ganze dann einfach von den Entwicklern dieser jeweiligen Mods dann eben durchliest. Trotzdem gehen wir natürlich gleich aber auch noch auf eine Kleinigkeit eben ein, die in Entwicklung ist, was PC Building Simulator und Mods angeht. Aber ich würde sagen,
dazu wechseln wir jetzt erstmal rüber. Hier haben wir tatsächlich eine noch nicht released Fassung von einem kleinen Mod-Installer aus der Community hier, von dem guten Glumboy, der selbst Mods entwickelt. Und ich gehe einfach mal rauf. Wir sehen hier eben ein Grundkonzept davon, wo man theoretisch einen richtigen Mod-Installer haben könnte in Zukunft für eben alle PC Building Simulator Mods, die an der Sache teilnehmen wollen. Da eben er selbst auch Mods entwickelt, gibt es hier auch eben diese Mods zum Downloaden. Momentan seht ihr, ist es noch sehr, sehr simpel gehalten. Es gibt erstmal einfach nur hier einen Button, mit dem man Mods theoretisch dann installieren kann. Das wird dann selbst gedownloadet. Man muss dann momentan im Download-Verzeichnis tatsächlich aber auch nochmal die Mod entpacken und dann selbst installieren. Die Sache wird sich aber in Zukunft, soweit ich das mit ihm abgesprochen habe, auch noch ändern, sodass tatsächlich der Installer von selbst diesen Schritt schon erledigt, weswegen wir das auch nicht an der Stelle hier nochmal durchgehen werden, weil diese Version gibt es nicht zum Download und die Version, die es dann in Zukunft zum Download geben soll, soll das Ganze halt komplett automatisch machen. Sprich, hier werdet ihr, je nachdem wie viele Leute aus der Modding-Community sich dieser Sache anschließen, dann hoffentlich in naher oder hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft zumindest eine sehr, sehr simple Art und Weise haben, wie ihr Mods installieren könnt. Wenn die Entwickler es selbst schon leider nicht anbieten, hat es hier die Community an der Stelle selbst eben auf sich genommen, das zu erledigen. Anhand eines kleinen Beispiels wollen wir jetzt mal eben so ein bisschen den Überblick über eine Mod auf Nexus Mods an sich durchgehen. Es kann natürlich sein, dass ihr, je nachdem was für eine Mod ihr habt, weniger oder mehr Informationen letztendlich nochmal habt, obwohl das hier schon relativ viele sind. Trotzdem kann es natürlich, wie gesagt, sein, dass es nochmal Mods gibt, bei denen da nochmal ein paar Unterschiede sind. Aber ich wollte jetzt einfach mal so einen kleinen Überblick darüber geben, was ihr hier meistens auf Nexus Mods so findet. Dann downloaden wir ein paar Mods und werden dann die Installation davon durchgehen. Aber erstmal schauen wir uns hier alles an, was wir haben. Hier haben wir erstmal oben so ein paar Überblickbilder. Hier in dem Fall zeigt das Ganze uns an, was die Mod eben macht. Alte Hardware hinzufügen. Und hier haben wir halt ein paar Screenshots mit TimeSpy, also einem Benchmark und hier einem PC zum Beispiel auch. Das ist schon mal auf jeden Fall schön zu sehen. Da hat man direkt einen Überblick, was das Ganze eben hinzufügt. Es steht hier unten auch nochmal, was für Hardware hinzukommt. Hier haben wir tatsächlich Requirements. Ist hier nicht wirklich eingetragen, aber sollte jetzt auch niemanden wundern. Wir werden ja jetzt hier keine krassen grafischen Änderungen am Spiel vornehmen. Sprich, die meisten Mods im PC Building Simulator haben die gleichen Systemanforderungen wie das Spiel an sich selbst auch. Haben hier noch einen Changelog, der zum Beispiel Sachen ändern kann, wenn letztendlich bei der Mod was geupdatet wird. Werdet ihr hier meistens auch nicht finden, weil so viele Updates es bei Mods meistens hier nicht gibt. Die fügen halt oft Sachen hinzu, die dann später tatsächlich irgendwann im Spiel landen, womit sie dann halt einfach nicht mehr benötigt werden. Oder es sind halt Updates, die ja vielleicht ein paar Bugs fixen, aber meistens gibt es da nicht allzu viel. Da haben wir dann theoretisch nochmal letztendlich die Credits dafür, wer das Ganze eben erstellt hat, diese Mod. Das ist auch natürlich schön zu wissen, aber meistens nicht unbedingt notwendig. Dann kommen wir hier mal zum Files-Tab. Das ist tatsächlich der Punkt, an dem wir später auch dann tatsächlich unsere Mod downloaden können. Und auch der Punkt, wo wir tatsächlich, falls wir Angst haben, irgendwas Schlechtes zu downloaden, auch tatsächlich nachschauen können, was die ganzen Ordner sind und Dateien sind, die wir damit downloaden letztendlich und können dann nochmal genau überlegen, wollen wir das installieren später oder eben nicht. Ihr seht hier erstmal ganz viele einzelne Skripte, das ist jeweils auch für einzelne Hardware. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Meistens werdet ihr aber tatsächlich finden, dass eine README-Datei in der Mod tatsächlich mit dabei ist, die auch nochmal das Installieren genau erklärt. Trotzdem gehen wir das Ganze gleich aber auch nochmal zusammen durch. So, damit wären wir auch schon wieder zurück auf unserem Desktop und bevor wir irgendwas mit einer dieser 4 Mods machen, ist erstmal ganz wichtig, ich habe das hier einfach mal als Verknüpfung auf den Desktop gelegt. Wir sollten ein Backup unseres PC Building Simulator Ordners machen, beziehungsweise auf jeden Fall ganz wichtig von unseren Save-Files, beziehungsweise unserem Profile-Ordner. Das ist das Wichtigste, was auf jeden Fall gebackupt werden muss, denn da ist im Grunde das drin, was ihr mit dem Spiel letztendlich ja gemacht habt, also was ihr gespielt habt bisher, eure Spielstände und so weiter. Natürlich kann man auch hingehen und kann einfach mal den kompletten Ordner backuppen, wenn man den Speicherplatz dafür hat. Das kann je nachdem, ob man alles installiert hat, dann halt schon mal ein paar mehrere Gigabyte sein.
im Gegensatz zu nur dem Profile bzw. Saves-Ordner. Da hat man dann halt nur ein paar 100 Megabyte bis halt vielleicht 2 Gigabyte. Sonst ist das halt schon sehr viel größer, aber gerade wenn wir eben Mods installieren, kann es durchaus auch praktisch sein, wenn man nochmal wirklich 100%ig weiß, wie sah das Ganze komplett, bevor wir irgendwas installiert haben, aus. Insofern ist es durchaus nicht die schlechteste Idee, vielleicht auch einfach den kompletten Ordner zu backup. Wenn wir das getan haben, können wir dann natürlich auf jeden Fall hingehen und tatsächlich erstmal die Mods entpacken. Ihr werdet hier sehen, dass 3 davon in dem Fall RAR-Dateien sind. Eine ist eine 7-Zip-Datei. Können wir mit dem guten alten klassischen WinRAR einfach alles entpacken oder mit 7-Zip, wenn man das eben mehr mag. Das machen wir an der Stelle einfach mal gerade ganz schnell. So, mit allem fertig entpackt können wir dann tatsächlich auch schon starten mit dem ersten Ordner. Das ist meistens erstmal relativ simpel. Wir haben da drin nochmal einen Ordner, der eben benannt ist, und dann werden wir meistens zum einen eben die Dateien zur Mod vorfinden. Ein Changelog, wenn es eben eine Mod ist, die schon mal geupdatet worden ist. Den kann ich euch auf jeden Fall auch schon mal zeigen. Ist nicht super viel, aber sagt dir im Grunde in dem Fall, was passiert ist, also was die Mod eben dem Spiel hinzufügt. Werdet ihr nicht immer finden, eher seltener als öfter, aber viel wichtiger ist die README-Datei. In der findet ihr im Grunde meistens, wie das Ganze zu installieren ist. Manchmal ist es noch ein bisschen detaillierter als hier, aber hier haben wir trotzdem schon mal wichtige Informationen. Also wir sollen im Grunde die Dateien in unser PC Building Simulator Directory, also in unseren PC Building Simulator Ordner eben kopieren bzw. drag and droppen. Da muss man die Programme, die in dem Ordner sind, eben letztendlich noch laufen lassen, und man braucht Unity Patcher, der aber simpel zu installieren ist, beziehungsweise falls er nicht schon im Spiel vorhanden ist. So, aus diesem Grund würde ich sagen, gehen wir da einfach schon mal hin und werden die Sachen rüber drag and droppen und dann jeweils natürlich auch alle installieren. Das kann natürlich dann ein bisschen dauern. Wir könnten theoretisch auch, weil das hier einzelne Ordner jeweils sind, auch tatsächlich hingehen und wirklich nur einzelne Sachen installieren. Wir werden aber in dem Fall einfach direkt alles mitnehmen, weil warum nicht? So, gehen wir einfach mal wieder zurück in unseren PC Building Simulator Ordner. Und dann können wir eigentlich auch schon loslegen, indem wir hier in die ersten Ordner gehen und die Sachen anfangen rüber zu drag and droppen. So, da wir in dieser Mod tatsächlich zum einen CPUs und Grafikkarten haben, müssen wir das Ganze jetzt natürlich auch nochmal für die Grafikkarten wiederholen. So, damit werden wir hier wieder zurück in unserem PC Building Simulator Ordner, der jetzt voller Dateien ist. Erstmal haben wir hier die Asset-Dateien, die tatsächlich einfach nur Informationen für das Spiel enthalten. Aber das ist nicht die Datei, die wichtig ist, denn uns wurde eben gesagt, wir sollen die Dateien ausführen und eben damit installieren. Damit sind immer die Dateien hier gemeint, die .bat bzw. Windows Batch Dateien. Die sind tatsächlich der Installer für das jeweilige Teil an Hardware. Das heißt, da machen wir einfach einmal einen Doppelklick drauf. Dann wird sich hier ein Command Prompt öffnen, das uns letztendlich sagt, dass das Ganze rüberkopiert wird. Und in dem Fall haben wir dann einfach die Installation von dieser Mod bzw. diesem Teil der Mod, dieser Hardware eben. Das Ganze haben wir dann natürlich auch nochmal für eben jegliche weitere Sache, die wir installieren wollen. Und das können wir dann so lange machen, bis wir mit allem durch sind. So, unsere erste Mod hätten wir damit tatsächlich schon installiert, womit ich dann sagen würde, dass wir dann zu unserer nächsten Mod gehen, nämlich den Intel 12 Gen Prozessoren. Da haben wir natürlich in dem Fall auch wieder eine How-to-Install-Datei. Die sagt uns das Ganze Schritt für Schritt sehr schön. Erstmal die Datei, die eben erstmal extrahiert werden muss. Dann nehmen wir einfach diesen Custom CPU-Ordner und müssen den dann einfach rüber in den PC Building Simulator Game-Ordner bringen und dann einfach das Spiel neu starten und schwupps ist das Ganze schon installiert. So, damit kommen wir dann zur nächsten Mod, nämlich der AMD Radeon X 7900 XT. Damit sehen wir dann auch spätestens ein kleines Theme. Wie installieren wir diese Grafikkarte? Erstmal wieder sehr, sehr simpel. Wir gehen hin, holen die 2 Dateien, die in dem Fall wieder sehr, sehr simpel sind, nämlich wie bei den meisten Mods. Einmal eine Asset-Datei, wie wir sie hier wieder haben, und eine Batch-Datei. Werden die dann in den PC Building Simulator Ordner kopieren. Dann müssen wir die Batch-Datei ausführen und schwupps, wenn es funktioniert hat, wird das Ganze installiert sein.
damit wären wir auch schon bei unserer letzten Mod. Das wäre hier tatsächlich in diesem Fall eben ein Save Game, was komplett fertig ist für die IT-Expansion, wie wir es hier auch nochmal sehen. Diese Save-Datei müssen wir einfach in unseren Saves-Ordner reinkopieren und schwupps ist das Ganze eben auch an der Stelle erledigt. So, um dann letztendlich zu checken, ob das Ganze auch funktioniert hat, können wir natürlich einfach mal das Spiel starten und natürlich müssen wir dabei beachten, nicht jede Mod wird immer gleich funktionieren. So, hiermit sind wir wieder zurück im PC Building Simulator und jetzt ist erstmal eine sehr, sehr, sehr wichtige Sache. Nicht jede Mod, wie ich eben ja gesagt habe, wird hier in unserem Fall jetzt funktionieren, weil, das habe ich ja ganz am Anfang vom Video schon mal erklärt, Mods in PC Building Simulator eine komplizierte Sache sind. Mit jeweils einem Spiele-Update funktionieren sie meistens schon wieder gar nicht, weswegen wir halt da eben aufpassen müssen. Wenn eine Mod outdated ist, kann es sein, dass sie eben nicht mehr im Spiel funktionieren wird. Außerdem ist es auch bei vielen Mods so, dass sie nur an bestimmten Stellen im Spiel funktionieren. Zum Beispiel im Freies Bauen-Modus funktionieren fast keine Mods. Bei einzelnen Workshops, wie wir sie kennen aus der Karriere, wird es auch nicht immer der Fall sein, denn dort funktionieren häufig, nicht immer, aber häufig tatsächlich nur die meisten Mods in dem Standard-Workshop, da die normalerweise, zumindest war es eine Zeit lang so, jeweils für jeden einzelnen Workshop theoretisch extra reinprogrammiert werden mussten und diesen Aufwand hat sich aber niemand gemacht. Es hätte sich auch nicht gelohnt, weil die Mods ja so schnell sowieso nicht mehr funktionieren, dass man meistens die eben einfach nur im Standard-Workshop nutzen konnte, was aber eigentlich ganz okay ist. So, und damit würde ich sagen, können wir auch schon hier schon mal reinschauen. Wir sehen, die Mod mit den Levels hat tatsächlich funktioniert. Sowohl hier als auch in der Karriere haben wir jeweils wirklich unsere Spielstände mit allem drum und dran. Was tatsächlich sein kann, ist, dass ihr es nötig haben werdet, je nachdem, was ihr letztendlich in eurem Spiel habt. An Spielständen schon kann es sein, dass ihr tatsächlich euren Ordner mit eurem eigenen Spielstand erstmal komplett leer machen müsst. Ich kann euch das gleich nochmal genauer zeigen. Hier sehen wir das, was die Person letztendlich eingerichtet hat, die diese Mod hier erstellt hat. Und die hat auch anscheinend alles auf ihrem Rechner installiert und einen, ja, vielleicht nicht unbedingt schicken PC, aber einen mit einer Menge Power uns hier schon mal hingestellt. Und auch alles mögliche an Dekorationsgegenständen hier drin. Ne, können wir uns alles natürlich anschauen. Funktioniert auch alles soweit, wie es das eben sollte. Und die Mod hält auf jeden Fall auch, was sie im Vorhinein versprochen hat. Hoffentlich ist das natürlich auch bei weiteren Sachen so. Und wow. Ja, also so ein, zwei GPUs haben wir hier, würde ich behaupten. Paar RTX 3090 auf jeden Fall. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Trotzdem werden wir wahrscheinlich viele der anderen Hardware, die wir zum Beispiel ja auch mit einigen der anderen Mods installiert haben, hier jetzt erstmal nicht wiederfinden, denn wir sind hier in der IT-Expansion und die meisten der anderen Mods werden hier nicht greifen, wenn überhaupt eine von diesen anderen Mods hier greifen sollte. Tendenziell sieht es gerade eher nicht so aus. Wenn wir hier mal kurz reinschauen. Nein. Scheint keine einzige tatsächlich hier zu greifen. So, um kurz nochmal kompakt gezeigt zu haben, was ich gerade gemeint habe, damit, dass ihr eventuell euer Safe-Game erstmal leer machen müsst, zeige ich euch das Ganze natürlich hier schnell nochmal. Ihr habt hier in dem Fall einen Ordner, eben in dem Fall Valve, weil das Spiel auf Steam gekauft wurde. Darin habt ihr einen Saves-Ordner und hier haben wir den normalen Spielstand hier erstmal. Da ist normalerweise eine ganze Menge Zeug drin, wie ihr seht. Das muss man erstmal Steuerung A und alles löschen, denn sonst wird er im Zweifelsfall eben nicht euer neues Safe-Game erkennen und in diesen Ordner kopiert ihr dann eben auch die Sachen rein, die ihr bei dieser Mod eben bekommen habt. Sprich, ihr löscht da erstmal alles raus, geht dann hin, kopiert das und würdet es dann hier einfügen, sobald ihr alles gelöscht habt. Da wir das jetzt aber schon getan haben, müssen wir das nicht mehr neu tun. Wieso das hier jetzt anders aussieht, liegt einfach daran, dass das Spiel, sobald es eben das erste Mal gestartet hat und man das erste Mal tatsächlich dann in einem dieser Spielstände drin war, eben nochmal genaue Save-Dateien erstellt erst. Damit können wir aber auch schon zum Karrieremodus kommen und einfach mal schauen, was hier so abgeht. Gehen wir einfach mal in den Spielstand rein. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr danach aus, als wäre das nicht unser Spielstand. Denn hier ist alles Mögliche installiert und das machen wir normalerweise nie.
Und wir haben auch hier nie den Monitor verändert, soweit ich weiß. Und ich mag Kastenwasserkühlung mit Softtubes nicht. Sprich, das ist auf jeden Fall nicht unser Spielstand. Trotzdem sollte der soweit erstmal funktionieren. Können natürlich auch hier mal reinschauen, ob irgendeine der Sachen der anderen Mods hier verfügbar ist. In der Theorie müssten wir die Sachen hier finden, obwohl es auch Mods gibt, die nur im Freebuild-Modus funktionieren, genauso wie es auch Mods gibt, die eben genau im Freebuild-Modus nicht funktionieren. Allerdings sehen wir hier die ganzen 3D-FX-Karten, Nvidia-Karten und so weiter und so fort, die wir installiert haben, sind tatsächlich alle hier. Ich würde tatsächlich auch mal kurz eine Suche nach unserer 7900 XT machen. Die ist tatsächlich hier nicht vorhanden. Es kann natürlich sein, dass sie etwas komisch benannt ist. Kann allerdings auch genauso gut sein, dass sie vielleicht hier gar nicht im normalen Karrieremodus funktioniert. Können wir gleich auf jeden Fall mal ausprobieren, indem wir noch in einen anderen Modus reingehen. Um es natürlich nochmal gezeigt zu haben, auch die CPUs sind natürlich verfügbar, wie wir es hier unten sehen. Hier haben wir unsere ganzen Intel Celeron CPUs, die wir eben installiert haben. Aber unsere 12-Gen-CPUs zum Beispiel sind hier tatsächlich nicht. Da die Mod mit den Custom-CPUs eben ja nicht im Spiel funktioniert hat, würde ich sagen, sind wir einfach mal wieder hier zurück in unserem Install-Ordner, wo wir ja eigentlich die Custom-CPU-Mod komplett als Ordner hier reingezogen haben, wie es uns ja empfohlen wurde, beziehungsweise vorgegeben wurde von der Mod. Anscheinend hat das aber nicht funktioniert und dann bleibt uns natürlich noch die Möglichkeit, wir haben gar nicht in den Ordner vorher wirklich reingeschaut, einfach mal zu gucken, wie die Mod aufgebaut ist und da sehen wir eigentlich so ähnlich wie auch die Mod, die tatsächlich ja funktioniert hat eben schon. Deswegen würde ich einfach mal vorschlagen, gehen wir hin, machen ein bisschen Troubleshooting und probieren einfach mal aus, ob es vielleicht funktioniert, wenn wir uns die Sachen hier rüber kopieren. Haben wir jetzt mal den 12100 rüber kopiert, werden den jetzt mal so installieren, wie wir es gewohnt sind. Und sieh da, er tut zumindest etwas, was bedeuten kann, dass es funktioniert oder eben auch nicht. Das werden wir gleich auf jeden Fall sehen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach noch ein zweites Beispiel, damit wir uns ein bisschen sicherer sein können. Wir nehmen 12100F und werden auch den hier gerade nochmal installieren. Und sieh da, auch dieser tut zumindest etwas. Außerdem würde ich nochmal vorschlagen, dass wir vielleicht tatsächlich auch nochmal das gleiche mit der 7900 XT probieren. Da hatten wir ja diese zwei Dateien und werden die auch einfach gerade nochmal in den Ordner kopieren und überschreiben. Die existieren eigentlich ja schon. Überschreiben wir sie trotzdem nochmal und probieren das Installieren eben auch nochmal aufs Neue. Und dann würde ich sagen, springen wir jetzt nochmal zurück ins Spiel, um zu schauen, ob sie jetzt funktionieren. So, und damit wären wir auch schon wieder hier zurück im Spiel. Und schauen nochmal hier rein und die zwei CPUs, die wir tatsächlich installiert haben, sind auch tatsächlich jetzt hier. Das gleiche gilt tatsächlich nicht für die Grafikkarte, womit wir tatsächlich auch unser perfektes Beispiel dafür hätten, dass nicht immer jede Mod funktionieren muss. Auch wenn sie in dem Fall einen ganz normalen Anschein gemacht hat, scheint die Mod überhaupt nicht zu funktionieren. Die Grafikkarte gibt es immer noch nicht im Spiel, obwohl wir eigentlich die Mod installiert haben. Aber auch damit hätten wir mal wieder unsere Lektion gelernt. Zum einen kann es sein, dass das jetzt hieran liegt, dass eben, wie gesagt, das Spiel auf einer neueren Version ist, als die Mod ursprünglich angedacht war und es deswegen nicht mehr funktioniert. Aber natürlich kann es theoretisch auch sein, dass die Mod noch nie wirklich richtig funktioniert hat. So, was haben wir also heute hoffentlich alles über Mods hier in PC Building Simulator gelernt? Zum einen, nicht jede Mod funktioniert immer. Es kann durchaus sein, dass ihr eine Mod dabei habt, die überhaupt nicht mehr in eurer momentanen Version funktioniert. Außerdem kann es natürlich sein, dass die Instructions, wie ihr eine Mod installiert, in dem tatsächlichen Ordner oder in der Datei, wie ihr tatsächlich die Mod installieren sollt, nicht richtig ist. Dann kann ich immer nur empfehlen, schaut euch an, wie die Mod aufgebaut ist und wenn euch das bekannt ist von anderen Mods, die auf einem anderen Weg installiert worden sind, probiert es auf dem Weg von anderen Mods eben, wie wir es eben ja auch getan haben. Falls das immer noch nicht funktioniert, kann es natürlich sein, dass die Mod tatsächlich einfach wirklich kaputt ist, wie wir es eben bei der 7900 XT halt hatten. Sonst kann man aber auf jeden Fall sagen, wie gesagt, mit zukünftigen Updates können Mods immer wieder kaputt gehen. Da kann man leider nicht besonders viel dagegen machen.
Außerdem ist es auch wichtig, dass selbst wenn die Mod direkt funktioniert hat, macht lieber vorher ein Backup eures Save Games. Es kann sein, dass euch aus irgendeinem Grund eine Mod etwas im Nachhinein doch noch zerschießt. Gerade bei den Save Game Mods kann das sehr schnell mal passieren. Also Backups super, super wichtig. Am besten halt, wie gesagt, vom gesamten Spiel. Sonst kann ich eigentlich nur sagen, probiert euch ein bisschen aus, schaut, was für Mods funktionieren, guckt, ob ihr ein paar kreative Sachen damit umsetzen könnt und lasst mir gerne in den Kommentaren da, wie eure Erfahrungen mit Mods so waren. Ich hoffe, dieses Video ist so mehr oder weniger der Definitive Guide dazu, wie man hier in PC Building Simulator 1 Mods installiert. Wollen wir mal hoffen, dass das Ganze im nächsten Teil von PC Building Simulator ein bisschen simpler ist und hoffentlich Mods vielleicht auch ein bisschen länger funktionieren. Sonst könnt ihr mir natürlich noch gerne ein Like da lassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Ein Abo, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und damit dann bis zum nächsten Mal. Ciao!